Hallo liebe werdende Mama. In diesem Video möchte ich dir gerne ein paar oftmals doch recht nervige Bemerkungen vorstellen, mit denen sehr viele Mamas vor allem in den ersten Jahren nach der Geburt konfrontiert werden. Von Verwandten, Freunden oder auch Bekannten. Darüber möchte ich dir gerne ein wenig ausführlicher erzählen und dich ermutigen, dich davon nicht verunsichern zu lassen oder das Gefühl zu haben, dich für das, was du machst, rechtfertigen zu müssen. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft, Geburt und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Jede Mama kennt es. Die meisten können es bereits nach den ersten Monaten mit Baby schon nicht mehr hören. Mach das lieber nicht, aber das auf jeden Fall. Sei hier vorsichtig oder da vorsichtig und das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun. Man kann es niemals allen recht machen und das solltest du auch gar nicht versuchen. Wichtig ist, dass du als Mama mit dem, was du tust, glücklich bist. Lass uns nun einmal gemeinsam ein paar dieser Kommentare und Ratschläge beleuchten und schauen, wie du reagieren kannst oder was du eventuell erwidern könntest. Bist du bereit für eine Ladung guter Ratschläge? Dann lass uns starten. Nummer 1. Was? Du stillst dein 14 Monate altes Baby immer noch? Gegenfrage. Warum denn eigentlich nicht? Schadet es dir oder deinem Baby? Nein. Als allererstes könnte man hier tatsächlich auf die Empfehlung der WHO hinweisen. Die empfiehlt nämlich, dass man das Baby mindestens die ersten 6 Lebensmonate voll stillt und anschließend bis zum 2. Lebensjahr nach Bedarf weiter stillt. Dann lass uns doch mal überlegen, was die Alternative wäre. Wenn das Baby eigentlich noch nicht bereit ist, abgestillt zu werden, braucht es eine Alternative, also Kuhmilch oder Pulvermilch. Natürlich ist das eine Alternative, aber wenn du und dein Baby gerne weiter stillen möchtet, warum sollte man dann dieses praktische, überall verfügbare Stillen abstellen? Außerdem ist es nach wie vor so, dass sich deine Milch verändert und den Bedürfnissen deines Babys anpasst. Zum Beispiel, wenn dein Baby krank ist. So bekommt es in diesem Fall auch von deinem Körper produzierte Abwehrkräfte über die Milch und wird dabei unterstützt, gesund zu werden. Weiter zu stillen, bis sich ein Abstillen für beide, also für Mama und Baby, gut anfühlt, sollte also nicht sein, wofür man sich rechtfertigen muss. Nummer 2. Stillen schützt aber nicht davor, wieder schwanger zu werden. Wenn das Baby einige Monate alt ist, kommt oftmals die Frage, ob ein weiteres Kind geplant und gewünscht ist. Wird dies verneint, kommt immer wieder gerne der gerade genannte Kommentar. In den meisten Fällen bekommt man diese Information aber bereits vom Frauenarzt bei der Nachsorgeuntersuchung 6 bis 8 Wochen nach der Geburt. Früher galt das Stillen tatsächlich als sichere Methode, um nicht wieder schwanger zu werden, da der Körper ja noch damit beschäftigt war, ein recht unselbstständiges Kind zu versorgen. Es kann aber natürlich, wenn die Stillabstände länger werden und der Körper weniger Stillhormone produziert, dazu kommen, dass man schwanger werden kann. Wie du dich allerdings hier mit deinem Partner entscheidest, musst du mit niemandem teilen. Nummer 3. Das Baby sollte auf keinen Fall bei euch im Bett schlafen. Gerade beim ersten Kind kann es vorkommen, dass die jungen Eltern unsicher und vielleicht auch ein wenig ratlos sind, wo das Baby denn nun schlafen soll und darf. Im eigenen Bett, im Beistellbett oder im Elternbett? Die meisten Babys schlafen nicht direkt ab der Geburt in ihrem eigenen Bett. Denn die meisten Mamas haben dann doch das Bedürfnis, ihr Baby ein wenig näher bei sich zu haben als im Gitterbettchen im Schlafzimmer oder vielleicht sogar im eigenen Zimmer. Die meistgewählteste Option ist daher das Beistellbettchen. Das Baby ist direkt bei Mama und somit nicht weit weg, wenn es nachts gestillt werden möchte oder irgendetwas ist. Trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es immer wieder vorkommt, dass Omas, Freundinnen oder Bekannte hierzu eine andere Meinung haben und die werdende Mama damit schneller verunsichern können, als ihr lieb ist. Oftmals sind es Bemerkungen darüber, dass das Baby eventuell unter die Bettdecke gerät und keine Luft mehr bekommt oder dass man sich womöglich im Schlaf auf das Baby draufrollt. Man hat aber herausgefunden, dass der Schlaf einer jungen Mama nach der Geburt evolutionsbedingt viel leichter wird als vor der Geburt. Das heißt, man ist viel empfindlicher, was Bewegungen und Geräusche angeht. Wird das Baby nun also wach und bewegt sich oder gibt Geräusche von sich, wird man automatisch wach. Hält man sich also an die allgemeinen Empfehlungen, wie dem Baby einen Schlafsack anzuziehen, damit es auf dem Rücken schläft, Decken und Kuscheltiere außerhalb der Reichweite zu platzieren, hat dein Baby eine sichere Schlafumgebung. So kann man auch das immer beliebter werdende Familienbett wunderbar und gefahrlos umsetzen. Nummer 4. Früher gab es das auch nicht und du lebst trotzdem noch. Auch mit diesem Argument sieht man sich als junge Eltern immer wieder konfrontiert.
Meist, wenn man irgendetwas anschafft, was nicht unbedingt lebensnotwendig fürs Baby ist. Oder wenn man sich beim Kinderwagen, der Babyschale oder etwas anderem vielleicht für die teurere Version entscheidet, die aber nicht unbedingt zweckmäßiger ist. Hier sollte man sich aber nicht beeinflussen lassen. Natürlich gibt es heutzutage viele Dinge fürs Baby, die es vor 20, 30 oder 40 Jahren noch nicht gab. Und natürlich haben wir als Baby auch ohne diese Dinge überlebt, sind groß geworden und haben keinen Schaden davon getragen. Aber nichtsdestotrotz gibt es heute einige Dinge, die das Leben als Eltern erleichtern, und hier kann und sollte man die Vorteile auch ohne schlechtes Gewissen nutzen. Welche Dinge man tatsächlich nicht braucht, merkt man dann ganz von alleine, wenn das Baby da ist. Nummer 5. Du musst auch mal loslassen können. Sein Kind loslassen und mal alleine etwas machen lassen, ist selbstverständlich ein wichtiger Entwicklungsprozess und sollte unterstützt und gefördert werden. Aber hier sollte man ganz klar unterscheiden, wie alt das Baby ist und ob man als Mama schon bereit dazu ist. Denn oftmals hört man diesen Kommentar bereits kurz nach der Geburt, mit dem Hinweis darauf, dass sich das Baby daran gewöhnt, immer getragen zu werden und später nur bei Mama bleiben will. Jungen Mamas wird damit oft Angst gemacht, dass das Kind später nie bei jemand anderem bleiben würde und immer nur auf Mamas Arm möchte. Das Baby vor allem in den ersten Lebenswochen, aber auch in den ersten Lebensmonaten bei sich haben zu wollen, ist allerdings ein Instinkt, der das Überleben des Babys schützt und die Bindung zwischen Mama und Baby stärkt. So ist sichergestellt, dass eine Mama immer da ist, um ihr Baby zu versorgen und vor möglichen Gefahren zu schützen. Das Baby baut Urvertrauen auf. Habe also keine Angst davor, etwas falsch zu machen oder den Grundstein für etwas Negatives zu legen, wenn du deinem Instinkt nachgehst. Wenn du dein Baby kurz nach der Geburt oder auch die ersten Wochen erst einmal nicht an Freunde, Verwandte und Bekannte abgeben möchtest, ist das dein Gefühl und deine Entscheidung, die akzeptiert werden muss. Denke mal daran, du bist eine tolle Mama. Und nun interessiert mich natürlich noch, ob du selbst schon den ein oder anderen Babyratschlag bekommen hast, den du eigentlich gar nicht wolltest? Wenn ja, schreib ihn mir unten in die Kommentare. Das war's zum Thema Ratschläge für junge Eltern. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die für dich auch interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.